Hi, wir starten wieder durch und heute mit einem schwergewichtigen Thema, äh, und zwar das Thema Sichern und Klettern mit Gewichtsunterschied. Ähm, Was ist es überhaupt? Welche Maßnahmen sind möglich und welchen Effekt haben die? Als Einleitung mal dazu, ähm, es ist ein tatsächlich Fehlerbild, was ja sehr häufig vorkommt, weil natürlich, wir suchen ja unsere Kletterpartner nicht nach dem Gewicht aus, sondern nach Verfügbarkeit oder unseren Lebenspartner oder halt einen Kumpel. Das Problem bei einem größeren Gewichtsunterschied besteht in mehreren Faktoren. Zum einen werden ähm, andere Sicherungsfehler durch den großen Gewichtsunterschied, durch die hohe Beschleunigung natürlich viel, viel größere Konsequenzen haben als im Optimalzustand. Das zweite ist, dass dann durch die höheren Sturzweiten äh, Bodenstürze oder ganz besonders oft Kollisionen die, die Konsequenz dann sind. Was ist überhaupt ein signifikanter Gewichtsunterschied, dem wir irgendwie mit Maßnahmen begegnen müssen? In der Lehrmeinung ist da ein Wert angegeben, so ab 10, vielleicht 15 Kilo Unterschied sind Maßnahmen erforderlich. Die alte Rechenweise mit Prozenten ist aus unterschiedlichen Gründen nicht sinnvoll und auch physikalisch-mathematisch nicht richtig. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, weil da wird es dann einfach mal ein bisschen komplexer. Aber können wir dabei belassen. Es ist sowieso für unser Augenmaß, für unsere Entscheidungen vor Ort einfach eine Kiloanzahl wesentlich praxisnäher. Was sind denn jetzt die ersten sinnvollen Maßnahmen? Erster Schritt, ihr braucht in solchen Seilschaften, aber auch allerspätestens ein blockierendes, bremskraftunterstützendes Sicherungsgerät. Welches es ist, bleibt euch überlassen. Meine Wahl ist klar, aber das müsst ihr für euch entscheiden, was für euch am besten funktioniert. Das zweite ist in Seilschaften, wo das Problem besteht, ein überdurchschnittlich gutes Sicherungsverhalten. Klipp und klar, wenn ihr weniger Fehler macht, die dann durch den Gewichtsunterschied gedoppelt, verdreifacht werden, habt ihr ein niedrigeres Ausgangsrisiko. Dann kommt ein wichtiger Punkt dazu, und zwar einfach das Thema Geländewahl. Wenn ich mir irgendeine Route aussuche, die schon in Bodennähe eine Boulderstelle hat, wird das viel relevanter sein, das Problem, als wenn ich halt eine Ausdauerroute begehe, wo das Problem erst im weit oberen Drittel auftaucht. Dann gibt es das Thema persönliches Können. Wenn der Kletterer in der Route klettert und dabei immer noch auf Kontrolle, auf gutes Klippen und so weiter achten kann, ist faktisch das Restrisiko nicht ganz so groß, als wenn jemand halt in der Route permanent nur am Rudern und am Durcheskalieren ist. In den folgenden Videos zeigen wir euch auf, glaube ich, relativ eindrucksvolle Art und Weise, wie die Situation sich ohne Maßnahmen darstellt und dann eben mit entsprechenden Maßnahmen. Am Ende werden wir für uns einen Favoriten herausfinden, der, glaube ich, sehr praxistauglich ist und den ich auch selber in Kursen oder in meinen privaten Klettern sehr viel anwende. Hier im ersten Video seht ihr einen Sturz, Gewichtsunterschied 84 zu 60 Kilo, ähm, ohne jegliche Maßnahmen. Und wir sehen natürlich einen krassen Anprall und nicht zu vergessen die Situation in Hakennähe, wo die Führungshand ganz, ganz schnell schwere Verletzungen vermeiden muss. Eine weitere Gefahr, die wir jetzt halt hier nicht darstellen,
konnten und wollten, ist das Thema der Kollision, was bei einer niedrigeren Ausgangshöhe natürlich zu einem ganz, ganz krassen Unfallrisiko führen würde. Im zweiten Video seht ihr eine erste sehr einfache Maßnahme, und zwar das Auslassen des ersten Hakens. Dadurch ist der Anprall für die Sichernde bei Weitem nicht so krass und unkontrolliert wie bei dem ersten Sturz. Und das Problem des Fastkontaktes zur ersten Expressschlinge fällt dabei komplett weg. Zum Auslassen der ersten Echse lohnt sich schon noch ein, zwei Worte zu verlieren. Es ist natürlich so, dass in den meisten Hallenordnungen und auch im Kletterschein beschrieben wird, es sind alle Expressschlingen einzuhängen. Sobald wir aber über dynamisches Sicherungsverhalten, über solche Situationen sprechen, müssen wir halt unsere Technik ein bisschen differenziert anwenden. Und da bietet uns das Auslassen des ersten Hakens ganz, ganz klare Vorteile gegenüber diesem zwanghaft Einhängen dieses ersten Hakens. Im nächsten Video seht ihr den gleichen Sturz, aber diesmal tatsächlich mit einem Ohm eingebaut. Das ist ein sehr gutes Produkt der Firma Ilrid, einen Reibungsverstärker, der statt dem ersten Haken eingehängt wird. Und es wird sofort sichtbar, dass der Anprall und das Beschleunigen der sichernden Person bei weitem nicht mehr so schlimm ausfällt wie gehabt. Im folgenden Video seht ihr den sogenannten Reibungsclip, wo die Hakenreihe im ersten Haken eingehängt wird und erst dann in unserer Route weiter geklettert wird. Dadurch erzeugen wir zwei sehr wichtige Effekte. Das erste ist natürlich die höhere Reibung, und man sieht sofort auf dem Video, dass das Problem für die Sichernde bei weitem nicht mehr so dramatisch ist. Und das zweite, und da ist jetzt eben der Riesenvorteil gegenüber dem Ohm, ist, dass die Kollisionsgefahr vollkommen ausgeschlossen ist, weil der Kletterer in einer anderen Hakenreihe fällt, als in dem Fall die Sichernde sich aufhalten muss. Und dieser Vorteil ist für mich natürlich schon noch, gerade bei Routen, die in Bodennähe schwer sind, ein ganz, ganz markanter. Ein Kritikpunkt am Reibungsclip ist natürlich, dass ich damit zwei Hakenreihen belege. Dazu kann ich aber ganz klar sagen, dass in den allermeisten Kletterhallen die Hakenreihe direkt neben mir so weit in meinen Sturzbereich, in meinen Sturzraum hineinragt, dass sie ohnehin laut den Kletterregeln nicht zu beklettern ist. Das mag natürlich in der einen oder anderen Großstadtkletterhalle mit einer extrem hohen Frequentierung zu Unmut führen. In den meisten Fällen muss ich aber trotzdem sagen, ich halte es für die praxisnäheste und wirklich sicherste Methode, den Gewichtsunterschied zu reduzieren. Jetzt wäre meine Empfehlung, probiert doch mal die Methoden für euch unterschiedlich aus, und dann werdet ihr schon feststellen, was für euch situativ am geeignetsten ist.